Wir sind hier in der Eifel auf einem Acker vom Scheuerhof. Und der Scheuerhof macht mit uns gemeinsam eine dynamische Agroforstreihe. Das Besondere hier ist, dass wir eine riesen Ackerfläche haben und auf dieser Ackerfläche eben eine Baumreihe einziehen. Dynamischer Agroforst ist eine neue Anbaumethode, mit der man ein Pflanzensystem aufbaut mit Bäumen, Büschen, Kräutern und auch vielen Kulturpflanzen. Dynamisch bedeutet, dass der Mensch da auch wirklich mit einbezogen ist. Der Mensch gestaltet die Reihe immer wieder. Wichtig ist eben, dass man mit diesen Baumreihen, die man einzieht, positiven Effekt auf den ganzen Acker bringt. Dieses Projekt wird gefördert von der Deutschen Postcode-Lotterie. Wir haben großes Glück, diese Förderung zu bekommen, weil sie gibt uns die Möglichkeit, mit Bauernfamilien was Neues auszuprobieren. Die dynamische Agroforstreihe, die soll natürlich in erster Linie eine erhöhte Artenvielfalt schaffen. Also sowohl von den Pflanzen als auch von den Insekten und den Bodenorganismen. Und die helfen uns dann auch wieder, die Schädlinge vom Getreide wegzuhalten, was rechts und links davon wächst. Und nur mit gesunden Pflanzen, die von den Bodenorganismen ernährt werden, können letztendlich wir uns gesund ernähren. Wir haben einfach einen unglaublichen Ertrag in den Flächen, die schon länger auf dynamischen Agroforst umgestellt werden, und können einfach sehen, dass alle Seiten profitieren. Der Landwirt profitiert, er hat mehr Ertrag, er hat langfristig weniger Arbeit, die Artenvielfalt profitiert. Es gibt unglaublich viele Insekten gerade auf diesen Flächen, und die sind auch ein guter Windschutz, weil ganz viel Austrocknung passiert auch über den Wind. Und durch diese Agroforstreihen im Acker wird das einfach abgebremst. Das heißt, meine Vision ist, dass die Landwirtschaft mehr und mehr wirklich versucht, mit der Natur zu arbeiten und wirklich dieses Plus, dieses Mehr, was die Natur ja immer wieder bietet, auch zielgerichtet lenkt. Wir wünschen uns einfach neue Modelle in der Landwirtschaft, neue Bilder. Die sind ganz wichtig, damit man bereit ist, was Neues auszuprobieren. Ich glaube, Paradiese können entstehen, wenn der Mensch mit der Natur zusammenarbeitet, wenn die beide zusammen ihre Fähigkeiten ergänzen, und dann können wirklich Paradiese entstehen. Und ja, das versuchen wir hier zu zeigen.